Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. In dieser Folge zeige ich euch diese super leckeren und knusprigen sigara börek. Das ist eine sehr beliebte türkische Vorspeise, die sich perfekt als Fingerfood eignet und deshalb auf keiner Party fehlen darf. Für die Käsefüllung nehme ich eine Mischung von 2 verschiedenen weißen Käse. Ihr könnt natürlich auch nur eine Sorte oder auch veganen Käse verwenden. Ich nehme hier etwa 90 Gramm cremigen Weißkäse und 100 Gramm Käse nach Feta-Art. Dann schneide ich eine halbe Zwiebel in feine Würfel. Wer möchte, kann die Zwiebel aber auch weglassen oder durch Schnittlauch ersetzen. Nun schneide ich noch etwas Petersilie in feine Streifen und dann können die Zwiebelwürfel und die Petersilie auch schon zu dem Käse in die Rührschüssel. Zum Schluss kommt noch ein halber Teelöffel getrocknete Minze und etwas Pfeffer hinzu. Jetzt zerdrücke ich den Käse mit einer Gabel und mische die Zutaten dabei gründlich durch. Klassischerweise gibt man die Füllung nun mit Hilfe eines Löffels auf den Teig. Viel schneller und einfacher geht es aber, wenn man sie in einen Spritzbeutel füllt und auf den Teig aufspritzt. Und jetzt zeige ich euch noch den Teig, den ich verwende. Und zwar ist das ein fertig zugeschnittener Yufka-Teig, den ihr in jedem türkischen Supermarkt finden könnt. Der Teig ist vegan und besteht aus Weizenmehl, Wasser, Salz und Kaliumsorbat. Mittlerweile findet man Yufka-Blätter zumindest in Deutschland auch schon im Kühlregal einiger gut sortierter Supermärkte. Und so sieht der Teig aus. Er ist ziemlich dünn, aber deutlich dicker als Filotteig. Zum Füllen nehme ich nun jeweils ein Yufka-Blatt und auf die breite Seite kommt etwas von der Füllung. Dann wird der Teig am unteren Ende und an den Seiten mit Wasser angefeuchtet und die Seiten zur Mitte hin über die Füllung eingeklappt und der Teig von der breiten Seite zur Spitze hin aufgerollt. Damit die Rolle gut zusammenhält und beim Backen nicht aufgeht, klebe ich die Spitze mit Wasser an und lege die Rolle so ab, dass die Nahtstelle unten liegt. Das war jetzt die konventionelle Methode und jetzt zeige ich euch, wie es nur mit etwas Geschick und Übung deutlich schneller geht. Dafür lege ich unter das Yufka-Blatt erst einmal ein Stück von der Plastikverpackung. Dann wird die Füllung wie gezeigt aufgespritzt, die Seiten eingeklappt und der Teig zweimal um die Füllung gerollt. Jetzt schlage ich die Folie über die Rolle, drücke sie mit der Hand vor der Rolle etwas an und ziehe sie mit der anderen Hand über die Rolle hinweg zur Spitze hin. Am besten funktioniert das, wenn die Unterlage glatt ist. Wenn ihr die sigara börek im Voraus vorbereiten und erst später backen wollt, dann kann ich euch folgende Vorgehensweise sehr empfehlen. Damit die sigara börek nicht zusammenkleben, lege ich sie zuerst mit großem Abstand nebeneinander auf ein Stück Frischhaltefolie.
Dann decke ich sie mit einem weiteren Stück Frischhaltefolie ab und lege die nächste Lage in die Zwischenräume der ersten Lage. Die oberste Lage decke ich wieder mit Folie ab und verschließe die Seiten. So verpackt könnt ihr die Sigara Börek entweder einfrieren oder über Nacht im Kühlschrank aufbewahren. Ich werde die Sigara Börek hier sofort backen. Zum Backen der Sigara Börek nehme ich ein geschmacksneutrales Öl, wie hier zum Beispiel Sonnenblumenöl. Das Öl erhitze ich in einer großen Pfanne, bis sich an einem Holzstäbchen Bläschen bilden. Am besten legt ihr euch jetzt schon mal eine mit Küchenpapier ausgelegte Platte in die Nähe. Zuerst backe ich hier die Sigara Börek mit Hackfleischfüllung. Das Rezept hierzu zeige ich euch demnächst in einem separaten Video. Sobald die Röllchen goldbraun gebacken sind, lege ich sie zum Abtropfen auf die Platte mit dem Küchenpapier. Bei den mit Käse gefüllten Sigara Börek kann es trotz sorgfältigem Rollen immer mal passieren, dass etwas Käse ausläuft. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn die Börek schmecken auch so sehr gut. Am liebsten serviere ich die Sigara Börek noch möglichst heiß, denn dann sind sie noch richtig schön knusprig. Ich hoffe, auch dieses Rezept hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Und wenn ihr es bisher noch nicht getan habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert und auch das Glöckchen aktiviert, um kein Rezept mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!